Hallo, wir sind die Schüler der György-Trewitz-Schule Tomdorf und stellen Ihnen heute ein paar Fragen über Stolpersteine. Können Sie sich einmal kurz vorstellen? Mein Name ist Beate Meyer. Ich bin hier wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die Geschichte der deutschen Juden und ich beschäftige mich vorwiegend mit der Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus. Unter anderem leite ich auch so ein Projekt, in dem die Biografien erforscht werden zu den Stolpersteinen, die in Hamburg verlegt sind. Also die Stolpersteine werden in Hamburg seit 2002 verlegt für Juden und Jüdinnen, die im Nationalsozialismus ermordet worden sind, für politisch Verfolgte, für Homosexuelle, für Zeugen Jehovas oder auch Bibelforscher, wie sie genannt wurden früher, für Deserteure, für Leute, die Hitler kritisiert hatten und verurteilt worden waren, manchmal auch für Bettler oder sogenannte Asoziale, also für eigentlich alle Menschen, die Hitler als Regimegegner kategorisiert hatte und die dann verfolgt und ermordet wurden oder die Selbstmord begangen haben oder die das zwar überlebt haben, aber nachher an den Folgen der Verfolgung gestorben sind. Also das ist ein sehr breites Spektrum. Die meisten Steine sind aber für Jüdinnen und Juden verlegt. Ja, das ist eine Messingoberfläche, so 10 mal 10 Zentimeter. Und der Künstler graviert dort den Namen ein, das Geburtsdatum, bei Frauen auch den Geburtsnamen und das Todesjahr und das Ghetto oder Lager, in dem der Mensch ermordet worden ist. Aber für mehr ist ja auch meistens kein Platz. Der Künstler Gunter Demnig, der stellt diese Steine her. Achso, unter dieser Messingplatte ist so ein Betonklotz und dieser Betonklotz, der wird abgebunden dann im Gehweg, sodass es nicht mehr rauszureißen ist. So sieht das Teil aus. Und der Künstler Gunter Demnig stellt die meisten Steine alleine her, manuell. Also er hämmert diese Buchstaben dort ein. Manchmal macht er auch einen Rechtschreibfehler, dann muss er das berichtigen. Und verlegt diese Steine, bis vor kurzer Zeit auch immer selber. Inzwischen hat er es mit dem Rücken und ist auch ein bisschen älter geworden und hat einen Helfer, der ihm dann bei den Verlegungen hilft und auch einen anderen, der ihm bei der Steinherstellung hilft. Also es sind immerhin jetzt, ich glaube, 42.000 Steine in ganz Europa und in Hamburg liegen 4.500. Und das ist dann doch eine ganze Menge Arbeit, wenn jeder Stein also einzeln hergestellt wird. Nee, das macht er auch nicht. Also die Steine werden finanziert durch sogenannte Patenschaften. Das heißt also, ein Mensch, der heute in dem Haus wohnt beispielsweise, kann sagen, ich möchte an Juden, die hier mal gelebt haben, erinnern. Dann zahlt er heute 120 € und der Künstler stellt den Stein her, der Stein wird verlegt. Manchmal ist es auch so, dass Schüler das übernehmen, eine Patenschaft, wenn es sich um Lehrer oder Schüler ihrer Schule handelt oder manchmal auch Angehörige, obwohl die eigentlich nicht bezahlen sollen. Eigentlich sollen die Steine von heutigen normalen Deutschen bezahlt werden für die damaligen Deutschen, die eben ermordet worden sind. Und die Angehörigen sollen eigentlich nur ihre Zustimmung geben oder auch ablehnen, dann wird der Stein nicht verlegt. Aber sie sollen eigentlich kein Geld geben. Die sollen erinnern an das Unrecht allgemein natürlich, aber an diesen speziellen Menschen, dessen Namen sie tragen. Also der Künstler sagt, er will den Namen dem Vergessen entreißen. Es ist ja so, jeder weiß, dass ungefähr 6 Millionen Juden ermordet worden sind, von denen ein kleiner Teil deutsche Juden waren. Aber wer weiß wer das war. Und deswegen erhält er die Namen und er erhält das nicht auf irgendeinem zentralen Denkmal, also wo einmal im Jahr irgendwelche Leute Reden halten, sondern er erhält diesen Namen dort, wo die Menschen gelebt haben oder wo sie gearbeitet oder gewirkt haben. Und das soll bewirken, dass die Leute, die vorbeigehen, manchmal drauf gucken, manchmal auch nicht, das ist egal, dass manchmal sich Menschen darüber unterhalten, wer das wohl war auf dem Stein, dass das ein Kind war, dass es eine alte Frau war und dass dann darüber gesprochen wird, dass Diskussionen entstehen und diese Namen eben so lebendig bleiben. Ja, das gibt einige Städte, die daran Anstoß nehmen, also die Stadt München, verweigert das zum Beispiel aus dem Grund. Auch in Göttingen, glaube ich, und in Kassel gibt es Vorbehalte.
Es gibt auch bei einzelnen Gruppen Vorbehalte. Also in Hamburg zum Beispiel wollen die Roma und Sinti das nicht, dass also für ihre Leute Steine verlegt werden, weil eben, sie sagen, Menschen laufen drüber. Es wird also das Andenken wird mit Füßen getreten oder Hunde machen drauf oder irgendwie solche Dinge. Der Künstler sagt, es ist genau andersrum, man verneigt sich vor den Menschen, also vor dem Namen, wenn man den Stein lesen will. Das ist sozusagen eine Ansichtssache. Aber was man sagen muss, hier in Hamburg beispielsweise werden weniger als 1% der Steine irgendwie beschädigt oder geschändet, wenn man so will. Also es ist doch eine sehr hohe Akzeptanz da. Also die meisten Steine bleiben unbehelligt. So die Leute, die da wohnen, die putzen sie sogar einmal im Jahr. Und es gibt Angehörige, die einmal im Jahr dann dahin kommen zum Todestag und Blümchen niederlegen. Also die werden eher positiv angenommen. Also hier in der Stadt. Aber wie gesagt, in München ist es nicht erlaubt. Wir sind ja hier am Rande des Grindelviertels. Und im Grindelviertel liegen ungefähr die Hälfte der Steine, die hier in Hamburg sind. Und ich habe jetzt nicht in dem Sinne einen Lieblingsstein, aber es ist mir schon ein ziemliches Anliegen, dass auch für diese Steine im Grindelviertel die Biografien von den Menschen erforscht und geschrieben werden. Und da bin ich im Moment dabei, mich sehr dafür zu engagieren. Ja. Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, die sich damit befassen und ich leite die alle an und lese ihre ganzen Texte, also hunderte von Texten und ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das neulich mal mit dem Künstler diskutiert, ob er nicht dieses Projekt also von sich selber, auch wo er nun älter wird, ein bisschen wegbringen will und vielleicht in eine Bundesstiftung überführen will, wo es dann so einen Beirat gibt, der beschließt, für wen soll ein Stein gesetzt werden. Und dass er nicht also diese ganze Arbeit und Koordination mehr machen muss. Aber das will er nicht. Er sagt, Picasso hat auch irgendwie mit über 90 noch gemalt und er wird auch mit über 90 noch seine Steine setzen wollen. Und da er eben der Künstler ist und es ist seine Idee, liegt das auch in seiner Hand zu bestimmen, wie lange das Projekt läuft. Er selber macht das schon seit Mitte der 90er Jahre und ich glaube, er denkt wirklich, er macht es bis er 100 ist und vielleicht hat er bis dahin auch einen Nachfolger gefunden.